Es ist der Moment, auf den David Pioch 2 Jahre lang gewartet hat. Heute ist er endlich am Flughafen, um seine kleine Tochter Valentina abzuholen. Denn seine Ex-Frau hat die eigene Tochter vor 2 Jahren nach Kolumbien entführt. Gleich sollen sich Vater und Tochter endlich wiedersehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie Valentina sich verhalten wird, weil sie hat mir jetzt quasi 1 und 3/4 Jahr nicht gesehen, seit Oktober 2013. Und bin gespannt, wie sie reagiert. Wird die Kleine ihren Vater überhaupt noch erkennen? Wir von Explosiv durften beim Wiedersehen dabei sein. Die Situation hier ist unglaublich angespannt. An der Tafel steht jetzt, dass Valentinas Flieger gerade gelandet ist. Also es sind wirklich nur noch wenige Minuten, bis die Kleine hier rauskommt. Ausgelöst hat all das diese Polizeiaktion in Kolumbien. Beamte holen ein 5-jähriges Mädchen aus einem Versteck. Es ist Valentina Pioch. Seit 2 Jahren wird die Kleine international gesucht. Einige Tage zuvor treffen wir David Pioch zu Hause in der Nähe von Berlin. Geblieben sind ihm nur ein paar Fotos seiner Tochter und ihr Kinderzimmer. Ja, hat Valentina mal geschlafen und immer wieder abends mal DVD geguckt und gekuschelt und die spielt natürlich. Hier wollte er seine Tochter vor 2 Jahren, wie jeden Mittwochnachmittag, bei seiner Ex-Frau Donna abholen. Die Ehe mit der Kolumbianerin war gescheitert. Das Sorgerecht für Valentina teilen sie sich. Doch an diesem Tag öffnet niemand die Tür. War schon komisch, wo ich da eine halbe Stunde gewartet habe und geklingelt habe und versucht habe, auch sie anzurufen. Da war eine Mailbox dran. Gehofft habe ich immer noch, dass Valentina trotzdem irgendwie da ist, später kommt oder sonstiges. Seine Ex-Frau gilt als egozentrisch und unbeständig. David hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Als sich am nächsten Tag eine Freundin von Donna bei ihm meldet, werden seine schlimmsten Befürchtungen wahr. Die hatte ihr eine E-Mail geschrieben quasi, dass sie Deutschland für immer verlassen hat und auch nie wiederkommen wird. Valentina ist weg. Doch David Pioch gibt nicht auf. Er engagiert diesen Mann, genannt der Holländer, eine Art Privatdetektiv. Ein Profi, der seit 16 Jahren entführte Kinder zurückholt. Mit ihm fliegt er im Herbst 2013 nach Kolumbien, macht Donna und seine Tochter ausfindig. Nach 3 Monaten sieht er Valentina endlich wieder. Doch seine Ex-Frau weigert sich, ihm seine Tochter zurückzugeben. David klagt in Kolumbien und das Gericht entscheidet, Valentina soll zurück nach Deutschland. Innerhalb von 5 Tagen müsste oder sollte meine Ex-Frau Valentina ans Jugendamt in Kolumbien übergeben. Aber Valentina wurde nie abgegeben und seit August letzten Jahres, eigentlich seit August 2014, hält sie sich versteckt mit meiner Tochter. Also die sind richtig untergetaucht? Richtig untergetaucht, genau. Seit fast 2 Jahren ist Valentina nun verschwunden. 3-mal war David in Kolumbien, vergeblich. Der einzige Hinweis ist ein Facebook-Foto seiner Ex-Frau. Doch jetzt hat der Rückholer eine neue, heiße Spur. Sie konnten Donnas Handy orten. In dem Moment, als wir mit David Pioch drehen, kommt eine SMS. In dem Haus soll sich meine Tochter jetzt aufhalten. Okay. Gerade in diesen Minuten, am Nachmittag um 3 soll meine Tochter jetzt in dem Haus sein. Also das haben Sie jetzt gerade eben bekommen? Ja. Die Detektive haben in Kolumbien ein Mädchen gefunden, das aussieht wie Valentina. Ist das endlich der erhoffte Durchbruch? Das Telefon klingelt erneut. Hoffen wir bloß, dass das vielleicht die Woche noch passiert. Das Mädchen ist tatsächlich Valentina. Die Polizei könnte da natürlich jetzt inmarschieren und Valentina in Gewahrsam nehmen. Ist aber nicht so gut, weil der Anwalt vom Jugendamt, der muss schon dabei sein. Wieder heißt es warten. Am nächsten Tag schickt uns David Pioch eine SMS. Von Valentina fehlt jede Spur. Ist Davids Ex-Frau erneut untergetaucht? War alles umsonst? 10 Tage warten wir, dann schickt uns David Pioch plötzlich eine Nachricht vom Rückholer. Pioch, wir haben deine Tochter. Okay, ich melde mich später mit Einzelheiten. Valentina ist jetzt bei der Polizei. Sie haben Valentina tatsächlich gefunden. Die Polizei übergibt das Mädchen an eine Anwältin, doch ihre Mutter versucht, die Abreise zu verhindern. Sie hat rumgeschrien und gejammert und hat alles versucht, um das zu verhindern. Aber das Gesetz ist nun mal das Gesetz und das kolumbianische Gesetz hat für uns, für ihren Vater entschieden. Wir fahren sofort zum Berliner Flughafen. Die Kleine sitzt jetzt schon in einem Flugzeug nach Deutschland. In weniger als einer Stunde soll sie hier in Berlin landen. Und dann wird sie nach über 2 Jahren endlich ihren Papa wiedersehen. Valentina wird von einer Anwältin nach Deutschland gebracht. Sie musste Kolumbien so schnell wie möglich verlassen. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Aufgeregt, Vorfreude? Ich kann nicht glauben, weil
Die komplette Familie ist zum Flughafen gekommen, um Valentina abzuholen. Ihre Großeltern haben erst heute Nacht erfahren, dass die 5-Jährige zurückkommen soll. Eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit abgeschlossen. Ne? Also wir haben schon ewig lange nicht mehr gehört. David hatte uns auch nicht mehr gesagt, weil er uns nicht mehr enttäuschen wollte. Und die Nacht dann, um 1:45 geht die Tür auf. Wir legen geschlafen, ne? Und Mama, Mama. Und dann, wir müssen mit euch reden, Valentina kommt. David macht sich Sorgen. Wird Valentina ihn überhaupt noch erkennen? Dann geht alles ganz schnell. Der Flieger ist gelandet. Die ersten Passagiere kommen heraus. Bei jedem kleinen Kind hält die Familie den Atem an. Das letzte Mal haben sie Valentina als 3-Jährige gesehen. Plötzlich taucht hinter den Passagieren ein kleines Mädchen auf. Es ist Valentina. Und tatsächlich, sie erkennt ihren Papa. Nach über 2 Jahren hält David Pioch seine Tochter endlich wieder in den Armen. Nach der anfänglichen Freude ist Valentina alles zu viel. Doch die Anwältin ist zuversichtlich. Es geht ihr gut, aber wie Sie sich vorstellen können, 2 Jahre lang durfte sie ihren Papa nicht sehen. Aber es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie ist zufrieden. Wir sind ja gerade erst heute Morgen aus Bogotá losgeflogen. Und es ist alles noch sehr aufregend für sie. David Pioch kann sein Glück kaum fassen. Ist das so der Moment, auf den Sie 2,5 Jahre gewartet haben? Ja, genau. 2 Jahre darauf gewartet und ich möchte, wie gesagt, die müssen, das ist meine Tochter und ich habe so lange gekämpft für sie und jetzt genießen wir die Zeit, aber jetzt muss die Kleine erstmal ein bisschen runterkommen. Valentina braucht jetzt erst einmal Zeit. Zeit mit ihrem Papa. 2 Wochen später besuchen wir Familie Pioch erneut. Wie geht es Valentina in ihrem neuen, alten Zuhause? Valentina geht's super gut, als wenn sie nie weg war. Also die strahlt und lacht und ist wie dasselbe fröhliche Mädchen, wie sie damals war. Ich habe wirklich gedacht, es braucht Monate, ehe sich Valentina wieder eingewöhnt hat, aber am Ende waren es nicht mal Wochen, sondern nur ein paar Tage. Valentina wirkt glücklich, auch wenn sie vor unserer Kamera noch etwas schüchtern ist. Zwar spricht sie bislang nur ein paar Worte Deutsch, doch mit ihrem Papa versteht sie sich blendend. Und der wird seine Tochter nie wieder gehen lassen.